Wohl kaum eine Gruppe ausgestorbener Tiere fasziniert Groß und Klein mehr als die Dinosaurier. Das Mesozoikum wird oft als das Zeitalter der Dinosaurier bezeichnet, weil sich diese erstaunlichen Tiere in der späten Trias entwickelten und die Landschaft während der restlichen Zeit des Jura und der Kreidezeit über 140 Millionen Jahre beherrschten. Doch auch heute noch tummeln sich auf unserem Planeten eine Unzahl verschiedener Dinosaurierarten. Damit sind aber nicht Schildkröten, Eidechsen, Schlangen oder Krokodile gemeint, sondern die Vögel. Vom kleinsten Kolibri bis zum Vogelstrauß sind alle etwa 11.000 beschriebenen heute lebenden Vögel waschechte Dinosaurier. Aber warum sind Vögel echte Dinosaurier, aber Echsen und Krokodile sind keine? Warum sollen Gattungen wie Ephigia, die unserer Vorstellung eines Dinosauriers erstaunlich ähnlich sehen, keine Dinosaurier, sondern eher mit Krokodilen verwandt sein? Und warum stehen Gattungen wie Silesaurus, die für den Laien der Gattung Ephigia so ähnlich sehen, den Dinosauriern näher, sind aber immer noch keine echten Dinosaurier? In den folgenden Beiträgen wollen wir erklären, warum Vögel Dinosaurier sind und wollen dies anhand des Fossilberichts, der Kladistik und der Anatomie dieser Tiergruppen ergründen. Doch bevor wir dies tun, müssen wir zuerst einmal einordnen, was ein Dinosaurier überhaupt ist. Denn das ist der erste Schritt, um zu erkennen, warum Kolibris Dinosaurier sind, Warane, Krokodile, Silesaurus und Ephigia aber nicht. Dinosaurier gelten gemeinhin als Reptilien, während die Vögel eine eigene Klasse bilden, die auf den ersten Blick recht wenig mit der Klasse der Reptilien gemeinsam hat. Betrachtet man heute lebende Reptilien wie Schlangen und Schildkröten, so haben sie Merkmale, die sie klar von den Vögeln unterscheiden. Reptilien haben Schuppen, sind in der Regel wechselwarm, haben Zähne und ihre Gliedmaßen, sofern sie welche haben, stehen seitlich am Körper. Vögel hingegen haben Federn, einen zahnlosen Schnabel, können ihre Temperatur konstant halten und ihre Beine stehen senkrecht unterm Körper, während die Arme in Flügel umgewandelt sind. Betrachtet man also nur heute lebende Reptilien und Vögel, scheint eine Einteilung in zwei verschiedene Klassen gerechtfertigt. Gleichzeitig haben aber beide Klassen doch gewisse Gemeinsamkeiten. Auch wenn Vögel Federn haben, so haben sie an den Beinen reptilienartige Schuppen und Zehen mit Krallen. Außerdem legen beide hartschalige amniotische Eier. Die meisten Reptilien und auch die Vögel haben einen sogenannten diapsiden Schädelbau. Das heißt, sie haben neben den Augen- und Nasenhöhlen zwei charakteristische Schläfenfenster auf jeder Schädelseite. Ein oberes Schädelfenster, das meist oben auf dem Schädeldach sitzt, und ein unteres in der Schädelseitenwand. Im Zuge der Evolution der Reptilien und Vögel wurde dieser diapside Schädelgrundtyp stark abgewandelt, lässt sich aber zum Beispiel noch in der Embryonalentwicklung nachvollziehen. Weiterhin fiel Forschern auf, dass innerhalb der Reptilien Krokodile einige Gemeinsamkeiten mehr mit Vögeln haben. Dies zeigt sich zum Beispiel am Bau des Herzens, Details in der Schädelanatomie oder genetischer Merkmale. Wenn wir in dieses Bild nun ausgestorbene Vertreter wie die Dinosaurier zu Rate ziehen, verschwimmen die Grenzen zwischen Dinosauriern, die gewöhnlich zu den Reptilien gezählt werden, und den Vögeln. In der Biologie wird heute darauf geachtet, dass bei der systematischen Einteilung der Lebewesen immer alle Nachfahren eines gemeinsamen Vorfahren zusammengefasst werden. Der Wissenschaftler nennt das Monophylie. Eine solche Einteilung in monophyletische Gruppen basiert auf evolutionären Neuheiten, also sogenannten Apomorphien, die nur in Vertretern dieser monophyletischen Gruppe vorkommen. Solche monophyletischen Gruppen bezeichnen wir auch als Klade oder Abstammungsgemeinschaft.
Entsprechend wird diese Art der Einteilung der Lebewesen als Kladistik oder phylogenetische Systematik bezeichnet. Dabei ist jede untere Einheit Teil der nächsthöheren. Die Kladistik ordnet Organismen in hierarchisch ineinander geschachtelte Gruppen ein, die ausschließlich durch diese evolutionären Neuheiten definiert sind. Mit größtmöglicher Objektivität entstehen so Systeme natürlicher Klassen, die sich in Verwandtschaftsbäume, sogenannte Kladogramme, und diese wiederum in Stammbäume übersetzen lassen. Das Wort Reptil erfüllt das Kriterium einer monophyletischen Abstammungsgemeinschaft jedoch nicht, weil es die Dinosaurier zwar aber die Vögel als ihre direkten Nachfahren ausschließt und ist damit ein paraphyletischer Begriff, sprich der Begriff ist ungenau und deshalb streng genommen falsch. Daher taucht in der Fachliteratur ein anderer Begriff auf, der sowohl alle Reptilien wie auch die Vögel einschließt: Sauropsider. Kurzum, Dinosaurier hatten zwar unter den Reptilien Vorfahren und auch nahe Verwandte wie zum Beispiel die Krokodile, doch waren sogar die ersten und urtümlichsten Dinosaurier den Vögeln schon viel ähnlicher als den klassischen Reptilien. Die Sauropsider teilt man in mehrere Kladen ein, deren zwei größten die Archosauromorpha und die Lepidosauromorpha sind. Letztere vereinen die meisten klassischen Reptilien, allen voran Schlangen und Echsen, aber auch ausgestorbene Gruppen, zum Beispiel die Plesiosaurier. Die Archosauromorpha lassen sich weiter unterteilen in die Archisauriformes, in der wiederum die Archosuchia eingeschachtelt sind. Zu den Archosuchia gehören dann auch die Krokodile, Vögel, Flugsaurier und Dinosaurier, wie ihre Verwandten. Diese detaillierte Gabelung der verschiedenen Kladen wirkt für den Laien verwirrend, wird aber durch jeweilige Apomorphien definiert, die die entsprechenden Kladen aufweisen. Diese abgestufte Hierarchie von Apomorphien ist eine der besten Belege für den evolutionären Wandel, wo evolutionäre Neuheiten neue Gruppen definieren. Gerade bei einigen ursprünglichen Vertretern innerhalb einiger Kladen ist die Unterscheidung, zu welcher Klade sie genau gehören, nicht immer einfach. Wir werden leider nicht umhin kommen, uns an diesen phylogenetischen Stammbaum zu orientieren, um endlich zu den Dinosauriern zu gelangen. Welche Merkmale definiert die Klade der Archosaurier? Ein gemeinsames Merkmal aller Archosaurier liegt unter anderem im Schädelbau. Ausgehend vom diapsiden Schädeltyp mit den zwei Schläfenfenstern findet sich vor der Augenhöhle das Antorbitalfenster. Bei modernen Vögeln und Krokodilen kam es hier jedoch zu starken Abwandlungen mit starker Spezialisierung. Die Krokodile haben zwar deutlich ausgeprägte Schläfenfenster, jedoch ist bei ihnen das Antorbitalfenster verschlossen. Bei den Vögeln ist das Antorbitalfenster nur undeutlich, zum Teil gar nicht von der Augenhöhle abgegrenzt und die Schläfenfenster sind klein und ebenfalls mit der Augenhöhle verschmolzen. Das Antorbitalfenster reduzierte das Gewicht des Schädels, was unter anderem auch ein Größenwachstum ermöglicht. Der Unterkiefer besitzt ursprünglich ebenfalls ein Fenster, welches als Mandibularfenster bezeichnet wird und bei den Krokodilen noch vorhanden ist. Die Befestigung der Zähne in den Kieferknochen ist tekodont. Das heißt, die Zähne sitzen jeweils in einem eigenen Zahnfach, der sogenannten Alveole, wo sie durch Bindegewebe mit dem Knochen verbunden sind und besitzen keine mehrteiligen Zahnwurzeln. Dieses Merkmal ist bei Vögeln durch die Ausbildung des zahnlosen Schnabels natürlich verloren gegangen, findet sich aber zum Beispiel bei einigen ausgestorbenen Vertretern wie Ichthyornis. Archosaurier haben zudem einen vierten Trochanter oder auch Rollhügel genannt am Oberschenkelknochen. Der vierte Trochanter ist ein Höcker auf der posterior-medialen Seite der Mitte des Oberschenkelknochenschafts, das als Muskelansatz dient, hauptsächlich für den Musculus caudofemoralis longus, den Hauptretraktor-Schwanzmuskel, der den Oberschenkelknochen nach hinten zieht und eine große Ansatzstelle für Muskeln am Oberschenkelknochen bietet. Anders als bei den Lepidosauriern wie den Schlangen fehlt den Archosauriern übrigens das Jacobson-Organ, ein bei vielen Wirbeltieren ausgebildetes Geruchsorgan. Diese Apomorphien nebst anderen der Archosaurier finden sich natürlich auch bei den Dinosauriern. An der Basis der Archosauromorpha stehen Gattungen wie Euparkeria oder Proterosuchus, die schon einige, aber nicht alle der Apomorphien der Archosaurier teilen.
Die Archosaurier selbst lassen sich in zwei Kladen einteilen. Die Crurotarsi bzw. Pseudosuchia, welche die Krokodile und ihre vielfältigen ausgestorbenen Verwandten einschließen, und die Avemetatarsalia, welche unter anderem die Dinosauromorpha und Pterosauromorpha, aber auch einige ursprünglichere Kladen einschließen. Zu den ursprünglichen Avemetatarsalia gehören unter anderem Aphanosaurier, die an der Basis der Avemetatarsalia stehen. Die Aphanosaurier weisen Merkmale sowohl der Avemetatarsalia als auch der Crurotarsi auf, was darauf hindeutet, dass sie die älteste und ursprünglichste bekannte Gattung der Avemetatarsalia sind, zumindest was ihre Position im Stammbaum der Archosaurier betrifft. Die Dinosauromorpha und Pterosauromorpha vereinigt man dann als Ornithodira. Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Crurotarsi und Avemetatarsalia ist der Bau des Fußgelenks, genauer des Sprunggelenks. Das Sprunggelenk ist das Verbindungsgelenk zwischen dem Unterschenkel und dem Fuß. Am Sprunggelenk sind die oberen Fußwurzelknochen Astragalus, auch Sprungbein genannt, und Calcaneus, auch Fersenbein genannt, beteiligt. Die Avemetatarsalia zeichnen sich durch einen großen Astragalus und kleinen Calcaneus aus. Der Astragalus und der Calcaneus sind beide mit dem Ende des Schienbeins und Wadenbein verschmolzen. Das Scharnier des Gelenks befindet sich also zwischen Astragalus und Calcaneus und der zweiten Reihe der Fußwurzelknochen. Man spricht hierbei von einem Mesotarsalgelenk, also eine Gelenkung in der Mitte der Fußwurzel, und findet sich bei allen Flugsauriern, Dinosauriern und damit auch den Vögeln. Diese Bauweise ermöglichte nicht nur über eine bessere Beweglichkeit, sondern erlaubt den Tieren eine Fortbewegung auf ihren Zehen. Alle Dinosaurier inklusive der Vögel laufen auf den Finger- und Zehenspitzen und nicht auf den Handflächen und Fußsohlen. Das gilt selbst für die schwersten Riesensauropoden, die immer noch auf den Zehenspitzen gehen, deren Zehenknochen aber aufgrund ihres Gewichts zu stummeligen Säulen zusammengequetscht sind. Lange Zeit waren die Crurotarsi die bevorzugte Bezeichnung für den Krokodilzweig, da sie sich durch eine ausgeprägte Knöchelkonfiguration auszeichneten, bei der das Scharnier des Winkels zwischen dem Calcaneus und dem Astragalus verläuft, wobei der Calcaneus größer ist als bei den Avemetatarsalia. Der Astragalus ist nur mit dem Ende des Schienbeins verwachsen und das Gelenk verläuft zwischen Calcaneus und Wadenbein. Diese Anordnung führt dazu, dass Krokodile und ihre Verwandten mit der gesamten Fußsohle auftreten. Neuere Analysen haben jedoch ergeben, dass einige Gruppen, nämlich die Phytosaurier, primitiver sind als die übrigen Mitglieder des Krokodilzweigs, sodass der Krokodilzweig jetzt als Pseudosuchia bezeichnet wird und die Phytosaurier entweder direkt außerhalb der Pseudosuchia oder in anderen Fällen als primitive Archosauromorpha direkt außerhalb der Archosaurier eingeordnet werden. Innerhalb der Ornithodira gehören die Dinosaurier nebst einigen weiteren Taxa zu den Dinosauromorpha. Ihre Schwestergruppe sind die Pterosauromorpha. Die Dinosauromorpha haben zwar einige, jedoch nicht alle Apomorphien der echten Dinosaurier. Für den Nicht-Spezialisten sehen sie oberflächlich wie Dinosaurier aus, sind es aber noch nicht ganz. Einige kleinere Gattungen wie Lagosuchus, Marasuchus und Silesaurus gehören dazu. Aus solchen und ähnlichen Formen gingen dann die Dinosaurier mit ihren eigenen Apomorphien hervor, also auch hier wie bei den Archosauromorpha und Archosauriern. Jeder Dinosaurier gehört zu den Dinosauromorpha, aber nicht jeder Dinosauromorpha ist ein Dinosaurier. Welche Apomorphien kennzeichnen die Dinosaurier? Als die allerersten bekannten Dinosaurier nur Megalosaurus und Iguanodon und einige andere waren, benannte und diagnostizierte Richard Owen sie als eine Gruppe riesiger ausgestorbener Reptilien mit einer Reihe charakteristischer Merkmalen. Als die Zahl neuer Dinosaurierfunde in den späten 1800er und frühen 1900er Jahren rapide zunahm, wurde diese Definition geändert. Als Samuel Wendell Williston 1925 Osteology of the Reptiles veröffentlichten, waren die Dinosaurier klar von den anderen Reptiliengruppen wie den Meeresreptilien, den Flugsauriern und anderen abgegrenzt. Im Jahr 1878 erkannte Othniel Charles Marsh 4 Gruppen von Dinosauriern: Sauropoden, Theropoden,
Ornithopoden und Stegosaurier. Gruppen, die auch heute noch gültig sind. Aber nur wenige dieser Autoren gaben eine genaue anatomische Diagnose dessen, was einen Dinosaurier ausmacht. Im Jahr 1888 erkannte der britische Paläontologe Henry Govier Seeley zwei Gruppen von Dinosauriern an. Die echsenartigen Dinosaurier oder Saurischia, mit denen er die Theropoden und Sauropoden zusammenfasste, und die vogelartigen Dinosaurier oder Ornithischia, zu denen die meisten pflanzenfressenden Dinosaurier außer den Sauropoden gehören. Diese Vorstellungen setzten sich in den nächsten 130 Jahren durch, sodass sich die meisten Paläontologen darauf einigten, dass ein Fossil zu einer dieser beiden Gruppen gehören musste, um ein Dinosaurier zu sein. Robert Bakker und Peter Galton zeigten 1974 jedoch, dass die Dinosaurier eine Reihe einzigartiger anatomischer Merkmale aufweisen, die belegen, dass sie eine einzige natürliche Gruppe sind und sich nicht unabhängig voneinander aus verschiedenen frühen Archosauriern, den sogenannten Tecodontia, entwickelt haben. Als mehr und mehr Fossilien gefunden wurden, schienen die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen der Dinosaurier basierend auf ihrer Hüftstruktur konsistent zu sein und die einzelnen Gruppen, also Sauropoda, Theropoda und so weiter, funktionierten weiterhin gut. Die Saurischia waren die Dinosaurier mit dem Echsenbecken, bei denen das Schambein in der Hüftregion nach vorne zeigte. Bei den Ornithischia, den Vogelbeckendinosauriern, war zumindest ein Teil des Schambeins nach hinten verlagert, parallel zum hinteren Knochen der Hüftregion, dem Sitzbein. Hier sei schon mal die Ironie erwähnt, dass die Vögel sich aus den Theropoden, also den Raubsauriern, ableiten, die ein Echsenbecken hatten. Die Einteilung in Echsenbecken und Vogelbeckendinosaurier, die ja schon seit 1888 existiert, war weit vor der Zeit, als die Verwandtschaft zwischen Dinosauriern und Vögeln eindeutig war. Die Ähnlichkeit des Beckens der Vogelbeckendinosaurier mit den Vögeln ist auch nur oberflächlich und kein Indiz für ein Abstammungsverhältnis. Dazu mehr in den nächsten Beiträgen. Die von Seeley diagnostizierten Hauptunterordnungen der Dinosaurier beantworteten jedoch nicht die Frage, wie die Gruppen innerhalb der Saurischia und Ornithischia miteinander verbunden sind. Noch in den frühen 1970er Jahren waren Paläontologen nicht sicher, ob Saurischia und Ornithischia zu den Dinosaurier zusammengefasst werden konnten. In seinem 1955 erschienenen Lehrbuch Evolution of the Vertebrates schrieb Edwin Colbert, dass der Begriff zwei verschiedene Reptilienordnungen umfasst. Folglich ist das Wort Dinosaurier jetzt ein praktischer umgangssprachlicher Name, aber kein systematischer. Dieses traurige Missverständnis mag typisch für die Denkweise der frühen 1950er und 60er Jahre gewesen sein, als die ersten beiden Auflagen von Colberts Buch veröffentlicht wurden. Aber leider blieb der Text auch in der letzten Auflage von 2001 unverändert, als diese Idee durchschlagend entkräftet wurde. Dies lag daran, dass die Biologen und Paläontologen in den 1970er und 80er Jahren begannen, Methoden der Kladistik als Klassifizierungsmethode anzuwenden, die nach einzigartigen evolutionären Neuerungen suchte, die natürliche Gruppen definierten und sich von den sogenannten Wasteback-Gruppen entfernte, die unnatürliche Zusammenstellungen von nicht verwandten Tieren waren. Mittlerweile sind eine Reihe anatomischer Merkmale bekannt, die Dinosaurier definieren. Eine der bedeutendsten wurde 1985 von Jacques Gautier definiert. Dieses betrifft die Hüftgelenkpfanne, also jenem Bereich des Beckens, in dem der Oberschenkelknochen steckt. Bei vielen Landtieren ist die Hüftgelenkpfanne verschlossen. Bei fast allen Dinosauriern findet sich jedoch eine Öffnung, das sogenannte Acetabulum, die direkt durch die Hüftknochen geht. Schließlich gibt es nur 3 Wirbel, die mit dem oberen Teil der Hüftknochen verschmolzen sind, die Wirbelsäule mit den Hinterbeinen verbinden und ein Kreuzbein bilden. Andere Tiere haben mehr oder weniger Wirbel in ihren Hüften. Dinosaurier haben Beine, die unter dem Körper stehen, während sie sich bei anderen Reptilien seitlich am Körper befinden. Diese Stellung der Beine erlaubt nicht nur eine effizientere Fortbewegung, sondern ermöglichte auch den Gigantismus vieler Dinosauriergruppen. Alle Archosaurier besitzen, wie erwähnt, einen 4. Trochanter. Aber bei Nicht-Dinosaurier-Archosauriern wie Krokodilen ist dieser Fortsatz abgerundet und symmetrisch. Bei den Dinosauriern ist der Trochanter deutlich asymmetrisch. Es wird vermutet, dass diese Asymmetrie auch eine Rolle bei der Unterstützung ihrer aufrechten Körperhaltung gespielt haben könnte. Am Oberarmknochen
dem Humerus, weisen Dinosaurier einen länglichen deltopektoralen Kamm auf. An diesem setzen zwei Muskeln an: der Deltamuskel, bei uns der Muskel an der Außenseite der Schulter, und der Pectoralis, die Brustmuskeln, daher der Begriff Delta pectoral. Eine längere Ansatzstelle für diese Muskeln deutet auf eine größere Kraft in den Vordergliedmaßen hin. Auch in ihren Schädeln kann man einige spezielle Alleinstellungsmerkmale festmachen, die die Dinosaurier von anderen Reptilien unterscheiden. Das Postfrontale, ein kleiner Deckenknochen des Schädeldachs, fehlt ihnen allen. Im Gaumen überlappt das Ektopterygoid das Flügelbein, der Kopf des Kiefergelenks ist in seitlicher Ansicht exponiert und die Posttemporalöffnung am Hinterhaupt ist verkleinert. Andere anatomische Eigenheiten der Dinosaurier waren eine rückwärtig orientierte Schultergelenkpfanne, asymmetrische Hände mit verkürzten 4. und 5. Fingern, bei vielen Arten fehlten diese auch ganz, der Knemialkamm, eine kammartige Erhebung am oberen Ende des Schienbeins, ein aufwärts gerichteter Fortsatz am Astragalus sowie ein S-förmig gebogener mittlerer Mittelfußknochen. Viele dieser Merkmale, die zumindest die früheren Dinosaurier aus der Trias und dem frühen Jura auf jeden Fall noch teilten, gingen jedoch bei höher entwickelten Dinosauriern im Laufe der Zeit verloren oder haben sich in anderer Weise verändert. Der anatomische Bauplan eines Dinosauriers aus der Kreidezeit kann also bereits stark von dem eines triasischen Dinosauriers abweichen. Weitere Merkmale der Dinosaurier betreffen das Herz-Kreislauf-System und den Bau der Lunge. Diese werden aber in späteren Kapiteln besonders mit der Verwandtschaft der Vögel diskutiert. Nun haben wir es endlich geschafft. Sauropsida, Archosauromorpha, Archisauriformes, Archosaurier, Abemetatarsalia, Ornithodira, Dinosauromorpha, Dinosaurier. Entschuldigt, wenn ich einige Kladen dazwischen vergessen oder übersprungen habe. Wer bei diesem verwirrenden Name Game bis hierher mitgekommen ist, dem gebührt Ehre und Dank. Wir wissen jetzt, was ein Dinosaurier ist, beziehungsweise an welchen Merkmalen man einen erkennt. Aber wirklich bei den Dinosauriern und erst recht bei den Vögeln sind wir immer noch nicht angekommen. Wenn wir über den Übergang von Dinosauriern zu Vögeln reden, dann ist nicht nur ihre Einordnung im Stammbaum interessant, sondern auch welche entscheidenden evolutionären Übergänge stattgefunden haben. Und eines sei versichert, diese sind sehr gut dokumentiert und belegt. Doch in der nächsten Episode soll es erstmal um die Nicht-Vogel-Dinosaurier gehen. Denn auch diese haben nicht nur eine erstaunliche Vielfalt, sondern auch einige interessante evolutionäre Übergänge. Wer also wissen möchte, wie aus einem fleischfressenden Dinosaurier reine Vegetarier wurden und wie aus kleinen Dinos so riesige Ungetüme wie Brachiosaurus und Argentinosaurus wurden, der schaut sich die nächste Episode zu diesem Thema an. Bleibt also dran.